Jeder kennt sie. Abtrünnige Ex-Zeugen, die in den Medien wüst über Zeugen Jehovas schimpfen, Lügen und Vorurteile verbreiten. Dieses Video soll Klarheit herstellen. Der Zweck liegt nicht, einzelne Personen zu kritisieren oder zu werten. Auch sind keine Personen gemeint, die später wieder Zeugen Jehovas geworden sind. Der Inhalt bezieht sich auf von mir bekannten Ausgeschlossenen, die aufgrund ihrer Psychose bereits bekannt sind. Aus dem Verhalten von Ex-Zeugen Jehovas lassen sich extremes Verhalten, Lügen, Beleidigungen usw. gegen Zeugen Jehovas feststellen. Das sind Störungen der Impulskontrolle. Diagnose F63.0-8. Weiteres Beispiel waren: Sie erfinden obskure Geschichten. Barbara Kohut zum Beispiel behauptete, auf einem Kongress in Augsburg von Zeugen Jehovas angegangen worden zu sein. Tatsächlich fand in diesem Jahr aber nur Kongresse in Nürnberg statt. Ihre Geschichte war eine rein erfundene Lüge. Statt mit einem Rauswurf bei Zeugen Jehovas erleichtert zu sein, legen Abtrünnige ein extremes Nutzungsverhalten an den Tag. Sie wollen alles über Zeugen Jehovas wissen, möglichst negative Fake News. Hierfür legen sie obsessive Internetaktivitäten an den Tag. Sie stöbern auf Seiten von Gleichgesinnten stundenlang herum, besuchen Facebook-Seiten und fangen Twitter-Kommentare ab. Außerdem erstellen sie Fake News. Dies alles fällt gemäß F63 unter ein abnormes Verhalten, das therapiert werden sollte. Und so schaffen sie sich digitale Freunde, um reale Beziehungen zu verdrängen. Siehe F63. Dieses Problem entsteht, weil sie einst gegen christliche Sittenmaßstäbe gehandelt haben, dies nicht einsahen und so bisherige Freunde, aktive Zeugen Jehovas womöglich, vergraulten. Dazu kommt es, dass der Abtrünnige bewusst Handlungen begangen haben, wie etwa Hurerei, Mord, sexuellen Missbrauch oder Diebstahl. Und deshalb wurden sie ausgeschlossen. Unter echten Christen in Verbindung mit ihrem Taufversprechen ein No-Go. Manche Personen, Ausgeschlossene, machen nicht sich für persönliche Probleme verantwortlich, sondern suchen die Schuld bei Zeugen Jehovas, was eigentlich idiotisch ist. Diese Verdrängung sollte ebenfalls therapiert werden. Wenn dann solche Personen wie nachstellen, Mobbing, wie Barbara Kohut, Walter Schöning, mit ihren Blogs, Videos und den Nachstellen, ist auch das eine kriminologische und psychologische Handlung. Zum Beispiel, indem sie im Internet meine Adresse angeben und gegen mich hetzen. All das offenbart eine manisch-psychologische Persönlichkeit, die Punkte 1, 3 und bis 6 nach dem australischen Wissenschaftler Mullen, Pate und Purcell teilen Stalker in 6 Gruppen ein, ausgehend von deren Motiven und Beziehungsverhältnis. Auch das ist eine psychologische Erkrankung. Auch das Leugnen und nicht wahrhaben wollen, dass Abtrünnige nicht Opfer, sondern Täter sind, gelingt vielen erst nach einer 100-stündigen Verhaltenstherapie. Hierbei ist es sich die Rechtsprechung in Deutschland einig. Abtrünnige sind keine Opfer einer Sekte, sondern einfach kranke Personen, die sich ihren Zustand nicht eingestehen wollen. Viele Abtrünnige haben wie beschrieben, eine veränderte Wahrnehmung. Im Warmen meinen sie werden kontrolliert, ausspioniert oder weisen andere Negativsymptome auf. Diese Krankheit kennt man meist als Schizophrenie und das Hauptkennzeichen für tätige Abtrünnige. 2 Wochen konnte ich einige Abtrünnige kontrolliert beobachten. Diese waren wegen ihrer Borderline-Erkrankung in Behandlung. Andere, so wie Barbara Kohut, die schon einmal sich mit Gewalt Zutritt zu unseren Kongressen verschaffen wollte, erhalten Platzverweise. Unsere Kongresse müssen wegen Abtrünnigen polizeilich geschützt werden. Abtrünnige, die pöbeln
oder als nackter Flitzer erscheinen, gibt es regelmäßig. Solche Aktionen landen immer in der Anstalt. Interessant war, dass der BgH 2006 solche Personen selbst als psychisch krank erlebte und hier die Meinung vertrat, dass solche Personen eine psychiatrischen Behandlung benötigen. All das ein Hinweis, solch gestörte Persönlichkeiten kein Gehör zu verschaffen. Jesus Christus gab zu verstehen, dass ihre Reden wie übel riechender Fisch sind. Ohne Therapie halten sie ihre Wahnvorstellungen für wahr. Und das trifft auf fast 92% aller Abtrünnigen zu. Ich persönlich bin der Meinung, um solch kranken Personen ein ruhiges, angenehmes, gutes Leben zu ermöglichen, müssen sie therapiert werden.